Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wie man eine Falzung zum Beispiel bei Karten plottet? Hier in diesem Video zeige ich dir zwei Varianten, wie das geht, und zwar das Ritzen und das Perforieren. Los geht's! Make a Mouth Sewing. Nähen mit der Maus. Ich zeige dir das Ganze an meiner Osterkarten-Plotter-Datei. Diese verlinke ich dir in der Infobox. Öffne die Datei. Entferne als erstes den Beschreibungstext. Ziehe dazu einen Rahmen mit gedrückter Maustaste und drücke auf Entfernen. Dann entferne ich die Innenkarte. Wenn die Falzlinien miteinander verbunden sind, musst du den verknüpften Pfad erst lösen. Gruppiere die einzelnen Karten. Ich schiebe dann die Innenkarte von der Schneidematte. Vergrößere oder verkleinere die Karte auf deine gewünschte Größe. Dazu klickst du auf das Schlosssymbol. Dieses muss geschlossen sein. Somit wird deine Karte proportional verändert. Gib zum Beispiel bei H deinen Wert ein und er ändert sich proportional auf W beim Drücken von Enter. Positioniere dir die Karte auf der Schneidematte. Entgruppiere die Teile auf der Schneidematte. Perforieren. Wähle jetzt die rosane Linie aus und die gestrichelte Linie. Gehe auf Senden und wähle deine Einstellungen für dein verwendetes Papier aus. Plotte die Karte. Der Plotter plottet jetzt eine Strichlinie in der gleichen Linienstärke wie die komplette Karte. So sieht das dann geschnitten aus. Falte die Karte. Ritzen. Die ersten Schritte im Video gehen genauso wie im Video vor der Überschrift Perforieren gezeigt. Danach wählst du aber keine Strichlinie aus, sondern gehst gleich auf Senden bzw. Spiegeln, wenn du die Falzlinie innen haben willst. So kannst du es vermeiden, dass die Falzlinie bei gefärbtem Außenpapier weiß blitzt. Wähle deine Einstellungen für dein verwendetes Papier aus und wähle die Aktion Schneiden. Achte dabei darauf, dass die Falzlinie nicht ausgewählt wird. Der Plotter schneidet jetzt die Karte ohne Falzlinie. Ist dieser fertig, lassen wir die Karte im Plotter und gehen wieder zum PC. Wähle jetzt als nächstes nur die Falzlinie aus und die Aktion Ritzen und sende den Auftrag an den Plotter. Nicht jede Papierart hat die Aktion Ritzen standardmäßig. Unter Mehr kannst du diese anlegen. Wenn der Plotter die Linie geritzt hat, kannst du das Papier aus dem Plotter nehmen. So sieht das dann gefalzt aus. Wenn du die Karte nicht spiegelst, würde das Geritzte außen sein, wie du hier an diesem Beispiel siehst. Die Innenkarte kannst du auf die gleiche Art plotten. Ich würde sie aber pro Seite 1 mm kleiner machen. Fertig ist die Falzung und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!